Hallo, herzlich willkommen auf Rabeas Kitchen. In diesem Video habe ich für euch eine Spekulatius-Mandarinentorte, die perfekt in die Winter-Weihnachtszeit passt. Wir fangen direkt an. Für den Biskuitboden benötigen wir 5 Eier, 150 Gramm Zucker, 150 Gramm Mehl und ca. 50 Gramm Spekulatius. Die Spekulatius, die mache ich in meinem Mixer klein, die werden ganz fein gemixt. Das Ganze mache ich in meiner Küchenmaschine. Ihr könnt das gerne auch mit dem Handrührgerät machen, dauert dann wesentlich länger. Als erstes gebe ich natürlich die 5 Eier in meine Rührschüssel, gebe dann Zucker und Vanillezucker hinzu und das Ganze wird dann auf höchster Stufe zwischen 5 bis 10 Minuten aufgeschlagen. Kommt drauf an, wie viel Power eure Maschine hat. Das Ganze muss natürlich am Ende sich verdoppeln und die Masse weiß schaumig sein. Das Ganze hat bei mir genau 8 Minuten gebraucht. Die Masse hat sich deutlich verdoppelt und da hinein siebe ich jetzt 150 Gramm Mehl und gebe die gemahlenen Spekulatius hinzu. Das Ganze wird nicht mehr mit der Küchenmaschine verrührt, sondern mit einem Teigschaber. Das Ganze vorsichtig unterheben, bis wirklich alles untergemischt ist, dass ihr auch wirklich keine Mehlnester mehr habt. Manchmal versteckt sich in so einer Luftblase noch etwas Mehl. Also guckt einfach darauf, dass ihr wirklich alles untergehoben habt. Dann benötigt ihr eine Springform, 24 oder 26 cm vom Durchmesser. Ich habe jetzt hier eine 24er genommen. Den Boden mit Backpapier ausgekleidet und das Ganze kommt dann in den vorgeheizten Backofen bei 180 Grad Ober- und Unterhitze für ca. 15 Minuten. In der Zwischenzeit können wir ja schon mal die Füllung vorbereiten. Dazu habe ich einmal 500 Gramm Mascarpone. Wer mag, kann noch einen gestrichenen Teelöffel Spekulatiusgewürz hinzufügen, dann ca. 2 bis 3 Esslöffel Zucker nach Geschmack. Das Ganze wird jetzt erstmal mit der Küchenmaschine kurz aufgelockert, so ein paar Sekunden lang auf hoher Stufe verrühren. Dann die Maschine erstmal auf niedriger Stufe und gebe dann 400 Gramm Sahne hinzu. Erstmal das Ganze auf niedriger Stufe verrühren, bis wirklich keine Klümpchen mehr sind und dann auf hoher Stufe zu einer festen Creme aufschlagen. Dann habe ich jetzt so ca. 80 Gramm Spekulatiuskekse hineingebröselt. Das sind ungefähr 7 bis 8 Stück. Und dann gebe ich noch abgetropfte Mandarinen dazu. Ich habe jetzt hier 350 Gramm, aber davon habe ich etwas entnommen für die Deko später. Das wird jetzt einfach nochmal mit dem Teigschaber vorsichtig alles untergehoben, dass auch alles gut vermengt ist. Wenn der Biskuitboden dann ausgekühlt ist, habe ich den einmal in der Mitte durchgeschnitten. Über den obersten Boden habe ich jetzt einmal rumgedreht und dann auf eine Tortenplatte gesetzt und darum mache ich einen Tortenring. Auf den Tortenboden gebe ich jetzt die Hälfte der Mascarpone-Creme hinein. Das wird dann einmal glatt verstrichen. Wer übrigens keinen Tortenring hat, der kann auch gerne den Rand der Springform nehmen. Dann setzt ihr den zweiten Boden einfach oben drauf. Ich habe jetzt hier diesen untersten Boden genommen, also wenn ihr den einmal waagerecht durchschneidet, den untersten, weil der ist schön gerade, dann habt ihr oben eine schöne gerade Fläche. Der kommt jetzt da drauf, wie gesagt, leicht andrücken und darauf verteile ich die restliche Mascarpone-Creme.
Wenn ihr das einmal gleichmäßig und glatt verteilt habt, kommt die Torte für ca. 4 bis 6 Stunden in den Kühlschrank. Nach ca. 6 Stunden habe ich den Tortenring gelöst, vorsichtig mit einem Messer, und dann einfach mit dem Messer glatt streichen am Rand, dass die Sahne schön glatt gestrichen ist. Das könnt ihr gerne so lassen. Ich habe während des Videos meine komplette Deko umgeschmissen. Ich habe jetzt hier nochmal 200 Gramm Schlagsahne aufgeschlagen und damit mache ich jetzt erstmal ein paar Tupfen auf die Torte. Wer die Torte nachgebacken hat, freue ich mich auf Fotos. Ihr findet mich auch auf Instagram und Facebook. Ich hatte jetzt noch ein bisschen Schlagsahne über, das gebe ich jetzt nochmal am Rand. Wie gesagt, ihr könnt auch gerne den Rand so lassen, quasi wie eine Naked Cake. Aber ich habe jetzt noch ein bisschen Sahne über gehabt, das habe ich jetzt am Rand verteilt. Und dann gebe ich noch gehackte Haselnüsse. Ihr könnt auch gehackte Mandeln nehmen oder Mandelblätter, die kurz vorher in der Pfanne ohne Fett anrösten. Und wenn ihr dann einmal das komplett um die Torte dekoriert habt, gebt ihr dann noch ein paar gehackte Haselnüsse oben auf den Tortenboden. Abonniert gerne meinen Kanal. Aktiviert noch zusätzlich die Glocke, dann verpasst ihr auch keine weiteren Videos mehr von mir. Dann kommen die Mandarinen zum Einsatz, die wir vorher beiseite gelegt haben. Ich hatte jetzt ein paar zu viel zurückgelegt, weil ich ursprünglich eigentlich eine andere Deko vorhatte. Aber das macht nichts. Ich lege jetzt ein paar Mandarinenscheibchen einfach oben auf die Sahnehäubchen und tada! Wie findet ihr diese geniale, einfach zuzubereitende Torte? Ich finde, sie sieht klasse aus und schmeckt auch noch super. Ich finde, die Zubereitung war wirklich sehr einfach. Mit dem Schritt-für-Schritt-Video gelingt sie auch euch. Überrascht eure Familie und Freunde mit dieser einfachen, aber auch super leckeren Torte. Freue mich auf eure Kommentare. Wünsche euch jetzt viel Spaß beim Nachmachen. Übrigens, ich hatte noch eine gemacht ohne Backen mit einem Spekulatius-Keksboden. Super lecker, auch mit Mandarinen. Verlinke ich euch unter dem Video in der Beschreibung. Hinterlasst mir gerne noch einen Daumen nach oben. Aber jetzt verabschiede ich mich. Viel Spaß, eure Rabea. Bye bye.